Oh hey! Random. Machst du schon wieder ein Sequel-Video? Nein. Random, niemand mag diese Sequel-Videos. Hör doch damit auf. Ach, piss auf, Klein Timmy. Anyway, könnt ihr euch noch daran erinnern, als ich Catching Up in seiner Pilot-Episode reviewed habe? Ja, genau, den Alice Mark Cartoon, wo ich etwa eine Review relativ kurzfristig nach Release dieser Episode hervorgebracht habe. Mit dieser Episode bin ich ein wenig spät und ich weiß auch nicht, ob ich etwa eine Review zu jeder Episode machen werde. Vielleicht auch nicht. Aber dennoch habe ich so einige Gedanken zu Episode 2 zu verlieren, also snacken wir nicht lang rum. Disclaimer vorweg wie immer, hierbei handelt es nur um meine Meinung. Falls ihr eine andere habt, lasst ihr mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Es sei auch gesagt, hierbei kann es zu Spoilern zu sowohl Episode 1 als auch 2 kommen. Also falls ihr diese Episoden ungespoilert euch anschauen wollt, macht das. Und am besten können wir damit beginnen, wie ich zu Episode 1 stehe. Dazu habe ich natürlich eine ganz eigene Review gemacht, also Link dazu in der Infocard. Am besten schaut ihr euch einfach diese Review an, denn ich stehe eigentlich nach jeder Sache, die ich etwa wirklich in dieser Review gesagt habe. Zugegeben, meine Begeisterung war vielleicht ein wenig zu hoch und jetzt etwa mit ein bisschen Wartezeit, um eben diese Episode zu reviewen, denke ich, dass es etwa ein paar der Probleme ein wenig besser ausmachen kann, für mich zumindest. Aber dennoch bin ich immer noch relativ zufrieden mit dieser ersten Episode. Sie hat natürlich seine Probleme und ich denke, dass Episode 2 an manchen Stellen Dinge improved, die in Episode 1 vielleicht nicht etwa so gut funktioniert haben, aber an anderen Stellen vielleicht ein wenig kürzer fällt. Aber beginnen wir doch erstmal mit der groben Story. In dieser Episode bricht sich mehr oder weniger Clay seinen Fuß, als etwa er und Rob nach Hause gegangen sind, um eben eine Movie Night zu machen. Dabei entdeckte Rob die Drogen von seinem älteren Bruder Roy, der hier eine sehr prominente Rolle hat. Und so rennen sie mehr oder weniger weg von Roy, um eben diese Drogen von ihm wegzuhalten, bevor Clay eben die Idee hervorbringt, dass sie doch diese Drogen etwa selber zu sich nehmen sollen und später dann etwa auf andere weitere Figuren treffen, wie zum Beispiel Ansi, die wir schon in der ersten Episode gesehen haben. Und was ihr denkt, das ist etwa sehr viel, vor allem im Vergleich zu der ersten Episode, die dann doch eher mehr simpler war, dann seid ihr genau richtig. Und hier kommt etwa mein ganz großes erstes Problem. Das Pacing dieser Episode ist jetzt auch nicht wirklich das dollste. Diese Episode ist deutlich kürzer, ich glaube so 5 Minuten kürzer und das kann man auch etwa merken. Und wie kann man das am besten merken? Diese Episode ist deutlich faster paced und an sich ist das nicht schlecht. Manche Cartoons können wirklich fantastisch oder sogar besser oder sogar am besten funktionieren in Fast Pace. Ich meine, schaut euch Powerpuff Girls an. Die Episoden, die länger sind, funktionieren in der Regel eher weniger und die Episoden, die etwa einen knackigen Fast Pace haben, sind meistens etwa die besten Episoden dieser Show. Hierbei denke ich, dass das etwa ein wenig weniger funktioniert. Denn allein an den Genres Slice of Life denke ich, dass etwa eine längere Runtime so einer Show oder auch eine Episode immer besser tut. Und ich denke, das hat etwa Episode 1 auch gut gesagt. Und generell, ich mag es wirklich, dass diese Show eine Slice of Life ist. Und das setzt man auch etwa in dieser Episode fort. Leider fühlt sich diese Episode ein wenig mehr Gag-driven an. Und an sich habe ich ja auch dann nichts dagegen. Nach einer Pilot-Episode kann sich so einiges in einer Show ändern. Und das ist immer was Normales, auch wenn es immer eine sehr rockige Transition sein kann mit der ersten Staffel. Vor allem mit so einer langen Wartezeit, die natürlich etwas Sinn macht. Aber ich weiß auch nicht, die Gagrate hier war ein wenig zu viel. Es gab manche amüsante Gags und man setzt mal immer noch den ähnlichen Humor von Episode 1 fort, was ich mag. Aber es gibt auch hier ein paar anderweitige Gags, die manchmal funktionieren, für mich aber in den meisten Fällen mich ein wenig kalt gelassen haben. Allem mit eben den Speed der Gags, wo man etwa von Gag zu Gag geht in manchen Szenen. Aber naja, vielleicht kann das etwa mit der Zeit ein wenig besser gesmoothed werden. Und mit der Zeit kann ich mich vielleicht auch selber besser damit adaptieren. An sich habe ich nichts dagegen an diese Idee mit mehr Gags in einer schnelleren Position. Aber ich muss zugeben, dass diese schnelle Gagrate dann doch etwa vielleicht manche der emotionalen Momente ein wenig undercut hat. Zum Beispiel haben wir etwa eine Szene, wo eben Clay und Rob in diesem Park eben nachts sind und mehr oder weniger ein bisschen Spaß miteinander haben, bevor Rob eben sich ein wenig mehr zu Clay öffnet über seine Mutter und ihren Job als Astronauten. Und an sich die Idee, Robs Familienleben weiter zu erläutern, vor allem gegen Ende, wo wir etwa erfahren, dass diese Astronauten keine Astronauten ist, sondern etwa deutlich mehr etwa abgegangen ist, wo etwa Roy ihnen mehr oder weniger eine Lüge erzählt hat, um eben darüber zu hindern, dass Rob dadurch etwa emotional durchbricht, ist eine sehr nette Idee und relativ gut gemacht gegen Ende. Davor fand ich, dass es eher mehr meh war, aber gegen Ende lief es eigentlich etwa wirklich gut, auch wenn ich mir da ein paar mehr Szenen gewünscht hätte. Und generell, mein großer Kritikpunkt an dieser Episode
Episode ist eben das Pacing. An sich ist diese Episode immer noch sehr unterhaltsam. Ich mag es, dass wir mehr von Clay und Angie eben sehen und wie ihre Beziehung sich etwa weiterentwickelt. Es gibt manche amüsante Gags. Das Voice Acting ist immer noch sehr solide und wirklich gut. Ich war sehr überrascht, wie Scott DeWars eine sehr gute Voice Delivery gegeben hat, als Roy, der ältere Bruder von Rob, wie man eben die Familie von Rob ein wenig weiter erleuchtet hat und das Ende ohne irgendeinen Dialog, einfach nur Musik und diese wundervollen Animationen war wirklich gut und generell die Animationen sind sehr überzeugend. Ein Punkt, der definitiv besser ist hier in dieser Episode, ist das Lighting, denn im Vergleich zur ersten Episode, wo es ein wenig overlighted ist, ich persönlich keine so große Probleme damit habe, aber ich definitiv diesen Approach ein wenig mehr bevorzugt, wo das Lighting dann doch ein wenig nicht zu prägend ist. Ich war vermutlich ein wenig hasser mit dieser Episode und ich bin auch immer noch ein wenig unsicher, wie ich zu dieser Episode stehe, denn mit solchen Shows in ihren ersten Staffeln kann sich so einiges in den ersten Episoden ändern. Die Direction kann sich ändern und ich hoffe wirklich, dass mit Episode 3, wann auch immer diese Episode sein wird, wir eine anderweitige Direction sehen. Aber naja, abwarten. Ich bin immer noch gespannt, bin aber jetzt ein wenig skeptischer zu dieser Show. Aber nun seid ihr gefragt, wie steht ihr zu dieser Show? Wart ihr ein Fan von dieser anderweitigen Approach zu dieser Show oder eher weniger? Was mochtet ihr in der Episode, was eher weniger? Welche Episode bevorzugt ihr? Lasst mich doch das alles gerne in den Kommentaren wissen. Aber bis dahin, wir sehen uns, bis wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Euer Random oder so ähnlich. Bye bye.